Alexander, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Ja, ihr Lieben, ich habe mir gedacht, guten Morgen. Wir machen heute mal so ein kleines Engel-Reading. Das heißt, ich benutze nur die Engelkarten, die ich habe. Und wir schauen, was da rauskommt. Das ist das Schutzengel-Tarot. Ihr dürft wählen, natürlich. Bin ich schon mal gespannt. Ich hatte das früher öfters mal gemacht, aber dann auch mich von einigen Karten getrennt. Und jetzt ist mir das irgendwie wieder eingefallen, dass ich das mal wieder machen könnte. Gucken, dass ich hier auch alle verwische. So, eins habe ich noch, das sind die Erzengel und dann können wir loslegen mit Drehen. Ich habe tatsächlich hier auch zwei kleine Engel, ich stelle die mal dazu. Der eine liegt hier auf dem Boden rum, der andere streckt die Beine nach oben. Ich weiß, die sehen von weitem oder je nach Kameraeinstellung sehen die manchmal ein bisschen aus wie Hühnchen. Habe ich selbst schon gedacht. Ja nun, wen nehme ich denn von den beiden? Ich nehme diesen hier. Dann schauen wir mal, was der uns so sagt. So, wir haben hier aus dem Schutzengel-Tarot ein Thema. Da geht es um die Menschen in unserer Umgebung, dass wir die annehmen, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns mögen und unsere Werte teilen. Hier ist auch so die Aufforderung, ne? Nimm Hilfe an, wenn es alleine nicht geht. Suche Gleichgesinnte. Probiere neue Dinge mit Menschen aus, die dir vielleicht auch geschickt werden. Das ist nicht immer nur jemand, den du schon kennst. Und hier ist ein sehr großes spirituelles Wachstum zu sehen. Hier ist sehr viel Empathie, Intuition, wundervolle Erkenntnisse. Hier darf man ein bisschen zur Ruhe kommen. Hier darf man sich wieder klar werden, was man möchte und braucht. Und man darf ja auch Geduld haben mit sich selbst, wenn etwas nicht so klappt. Oder ja, manchmal ist man ja auch menschenüberdrüssig, weil man sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Aber es gibt immer jemand, der dir auch mal nur durch ein Gespräch zum Beispiel
schon irgendwas mitgeben kann, was erleichternd wirkt oder Erkenntnisse bringt. Wir haben das Thema Vertrauen mit an Bord. Auch so eine Sache, ne? Oftmals entsagt man Menschen, weil das Vertrauen benutzt wurde. Aber hier auch, ne, in das Umfeld Vertrauen, die Menschen annehmen, die einem zur Verfügung stehen, hört sich jetzt blöd an, und auch dem Leben und der Intuition und der Empathie wieder vertrauen. Wir haben Erzengel Michael dabei, der sagt uns hier, ich gebe dir den Mut, ich bin bei dir, die Lebensveränderungen durchzusetzen, die man zur Erfüllung braucht, vielleicht auch für seine eigene Aufgabe, für seinen eigenen Platz, an dem man sein soll. Und hier haben wir mit der 44 den Engel der Schönheit. Es geht um das Offensein für die schönen Dinge. Wir haben natürlich mit der 44 auch eine Zahl, ne? Ist irgendwo die doppelte Lemniskate, da sind vielleicht Themen, die länger schon auf eine Lösung warten und irgendwo hat man da auch eine ganz besondere Aufgabe. Hier geht es aber auch darum, wieder die Augen aufzumachen, sich nach den schönen Dingen des Lebens umzugucken, die einem Freude bringen. Das bewusste Zuwenden eben auf Dinge, die man schön findet oder auch die Natur, Sachen, Farben, alles kann das sein. Ne? Es geht um innere Harmonie und um das Erschaffen etwas Schönem, was einem auch selbst dient und die Sorgen einfach verschwinden lassen. Ja, es geht vielleicht auch um die eigene Schönheit, wie findet man sich selbst. Meistens sieht man ja nur das, was einem nicht gefällt und benennt es auch sofort. Hier ist die Aufforderung für alle von uns, benenn heute mal 3 schöne Dinge an dir. So, dann haben wir hier vom kleinen Engel, sage die Wahrheit, sprich wahrhaftig. Hier ist der Papagei mit drauf. Hier ist Kommunikation und Authentizität in jedem Fall ist wichtig. Vielleicht können wir die Gelegenheit auch mal nutzen, jemand anderem mitzuteilen, was wir an ihm schön finden. Jetzt kommt es speziell. Hier haben wir das Vertrauen und hier haben wir den Engel des Vertrauens. Und die Karte sagt, das Vertrauen bedeutet, sich dem Leben zu stellen und es zu genießen. Also auch wohl die schönen Dinge, die Menschen in der Umgebung, alles, was einen nährt. Ja, und das Vertrauen in sich selbst zu haben, ist hier wichtig. Und wenn man das hat, dann wird man auch unterstützt und kann sein Glück finden und sein Leben erfolgreich und aktiv gestalten. Also auch dieses, ich glaube an mich, ich falle nicht vom Glauben ab, ist hier sehr groß. Hier haben wir die Farbe Gelb. Ich traue mich fast nicht zu sagen, vertraue der Weisheit deines Herzens mit Erzengel Jophiel und folgt der Wahrheit deines höheren Selbst. Beides haben wir hier doppelt und dreifach. Vertrauen und Wahrheit. Hier werden mit Erzengel Jophiel auf jeden Fall die Schleier der Täuschung auch genommen und auch die Fehlwahrnehmungen. Wo hat man das Ego vielleicht mehr zutage gebracht und vielleicht auch falsch wahrgenommen, falsch zugedacht? Wo hat Klarheit gefehlt? Und es geht auch darum, Ängste zu überwinden. Das hat sehr viel mit Vertrauen an sich zu tun. Und wo ist der Punkt, wo man im Leben eine Rolle spielt und immer nur kompensiert, anstatt mit sich selbst eins zu sein? Denn man hat es gar nicht nötig, irgendwelche Rollen zu spielen oder Mängel auszugleichen. Auf der irdischen Ebene dürfen wir zu dem, was wir sind und was wir haben, unsere Talente, unsere Gaben, hier könnte es Kommunikation sein, die reichen, um ja, unser Leben zu gestalten. Wir brauchen nichts annehmen, was kompensiert, ne?
Okay, ihr Lieben, es geht ein bisschen um Vollendung, vielleicht auch in einer Phase, die sehr unklar ist. Wir haben sehr schöne Farben dabei hier, ne? Gelb und für mich auch irgendwie das Licht der Sonne, ne? Okay, dann lassen wir das so stehen. Ich ziehe kein Vögelchen, keine andere Karte drauf. Wir wollten ja nur mal Engel nehmen. Dann gucke ich auf die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Ja, hier steht ein Neubeginn bevor, vor dem man keine Nöte oder Ängste oder Sorgen haben braucht, denn hier ist der Engel anwesend, der steht hier und stärkt den Rücken. Man hat vielleicht den Anfang einer neuen Reise, neue Gelegenheiten und auch so dieser Punkt, wo man wieder neu manifestiert, wo man aufstrebt, wo man entstehen lässt, weil man hier schon an einem Punkt angekommen ist, wo man schon so ein bisschen vollendet hat, ne? Man kann hier viele Dinge tun, wenn man offen ist. Vielleicht braucht man auch mal so einen Plan, wo die Null ist, da kannst du wieder alles reintun. Und es geht darum, auch mal zu gucken, wie viel Spaß machen mir denn meine Dinge oder wo gestalte ich mir auch etwas neu, wo mein Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Ihr habt eine Zeitangabe in den kommenden Wochen schon und ihr habt Erzengel Raphael dabei. Hier geht es darum, dass manche Neubeginne ja auch körperliche Herausforderungen mitbringen oder so, ne? Dass man eingenommen, du möchtest umziehen, hast du einen Riesenakt vor dir. Und hier geht es einfach darum, dass dein Körper dir gesegnet ist, das, was du umsetzen möchtest, auch zu können. Ihr habt hier den Engel des Weitblicks. Es geht um das große Ganze. Hier ist man ja aufgefordert, irgendwie einen Plan zu machen, irgendwas zu definieren, sich nicht zu verstreuen. Und der Engel des Weitblicks sagt eigentlich Ähnliches, ne? Man kann sich nicht jedes Detail und jede Raffinesse angucken, sondern man braucht einen Überblick. Und den kriegt man, wenn man auch ein bisschen auf Abstand geht und nicht noch mit der Lupe dran. Und dann ergeben sich dann auch wieder Fragmente, die ein vollständiges Bild machen. Man verzettelt sich nicht im Endlosen, sondern man wird fokussierter auch, ne? Man hält sich nicht an kleinen Dingen auf, sondern man versucht fokussiert seine Dinge umzusetzen. Dabei auch den Überblick zu bewahren, ist manchmal nicht so einfach, ne? Gerade wenn viele Dinge auch sind. Und hier ist noch der Tipp drauf, dass man ja mal auch den Ort verändern könnte. Also wenn du auf einen Berg gehst und runter guckst, hast du ein anderes Bild, wie wenn du von unten hoch guckst. So, dann habt ihr hier, nichts geht verloren im Universum, auch wenn du etwas Neues beginnst. Ihr habt den Engel der Inspiration. Hier geht es um die Fantasie, die kreative Energie, die oftmals auch durch zu viel oder Verzettelung verloren geht, weil sie dann ausschließlich im Kopf stattfindet. Und hier kommt eine kreative Idee, eine kreative Lösung, die ermöglicht, Neues zu erschaffen und sich weiterzuentwickeln. Und man darf ruhig neugierig auf die Dinge des Lebens gucken und sich davon inspirieren lassen. Okay, dann habt ihr hier noch Engelfürst Kedumiel. Hier geht es um das Om, ein Ton, der erlöst, versöhnt, befreit, ein Mantra. Ja, auch der goldene Lichtstrahl, ne? Und Kedumiel ist praktisch der
der euch durch Zeiten des Leidens wieder in die Hoffnung bringt. Liebe wieder ins Leben bringt, wo kein Licht mehr war oder Trennungen, wo wir auch mal gefallen sind, ne? Oder auf die Probe gestellt wurden, wo man sich vielleicht auch mal einer Illusion hingegeben hat. Und wenn dir hier irgendetwas Unbehagen bereitet oder irgendwas in dir auslöst, dass du lieber wegrennen würdest, dann ist hier etwas nicht mehr vollkommen und genau dafür ist dieser Engelfürst da. Da werden praktisch so diese negativen Aspekte mit Licht aufgefüllt oder auch mit göttlicher Energie überschrieben. Und natürlich kannst du dir hier auch mal einen Om-Ton anhören, um dich selbst genesen zu lassen. Es gibt so einen Om-Ton, der hat eine ganz komische Frequenz. Ich weiß nicht mehr, wie viel Hertz. Habe ich schon früher öfters mal angehört, ist sehr empfehlenswert. Da vibriert das ganze System. Den müsste man auch hier auf YouTube kriegen. Ist eine ganz tiefe Stimme. Aber das löst halt auch so das Verspannte in den Zellen oder das Angestaute. Könnte ich auch mal wieder machen, fällt mir gerade ein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.